Warum Menschen Macht, über Empathie stellen Macht und Empathie stehen psychologisch oft nicht auf derselben Ebene. Empathie verbindet Macht trennt. An Gino dies Trennung macht Macht für viele Menschen attraktiver. Empathie bedeutet, den anderen zu fühlen, seinen Schmerz, seine Unsicherheit, sein Perspektiv. Das erfordert Offenheit. Macht hingegen erfordert Distanz. Wer Macht also bit, muss nicht verlieren. Muss kontrollieren. Psychologisch betrachtet ist Macht häufig eine Reaktion auf innere Ohnmacht. Menschen, die sich frecher hilflos übersehen oder ausgeliefert fühlen, entwickeln auf instags Bedürfnis nach Kontrolle. Nicht am zu verletzen, sondern am nie wieder verletzt zu werden. Empathie wird dabei als Risiko erlebt. Denn wer viel halt, macht sich angreifbar. Wer verstet, kann zweifeln. Macht hingegen ihr laut Klarheit. Nicht in der Klarheit, sondern funktional. Ich entscheide. Ich bestimme. Ich stehe oben. Diese Position schützt vor innere Unsicherheit. Ein weiterer zentraler Punkt ist emotionale Überforderung. Empathie ist anstrengend. Sie fordert Ambivalenz aus ihr Halten, Widerspruch, Grauzonen, Konflikt und einfach Lösung. Macht reduziert Komplexität. Sie vereinfacht die Welt in richtig und falsch, oben und unten, stark und schwach. Für ein überlastetes Nervensystem ist das entlastend. Deshalb greifen Menschen in Stress, Angst oder Unsicherheit auf zu Machthausbang. Nicht bewusst. Automatisch. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist Sozialprägung. Viele Menschen lernen frei, wer empathisch ist, passt sich an. Wer Macht hat, setzt sich durch. Diese Botschaft wird subtil vermittelt. In Familien, in Schulen, in Arbeitsstrukturen. Empathie wird mit Schuldschei verwechselt. Macht mit Seerei. Diese Verwechslung prägt die Entscheidungen im Erwachsenenleben. Ein weiterer Punkt ist der Schutzvorschuss. Empathie führt zu Verantwortung. Wer viel holt, kann sich nicht herausreden. Wer Macht ausbietet, kann Entscheidungen delegieren. So sind die Regeln. So funktioniert das System. Macht erlaubt Distanz der Eigenwirkung. Empathie macht Wirkung spürbar. Und genau das vermeiden viele Menschen. Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Selbstschutz. Denn zu fühlen, was man anderen antut, wo die das eigen Selbstbild erst tun. Deshalb wird Empathie oft unterdrückt, wenn Macht im Spiel ist. Nicht, weil sie fällt, sondern weil sie gefährlich wirkt. Macht wirkt nicht nur nach außen. Sie verändert das innere Leben. Je mehr Macht ein Mensch empfindet, desto weniger notwendig erscheint ihm Empathie. Psychologisch liegt das an einer Verschiebung der Wahrnehmung. Macht reduziert Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist der zentrale Motor von Empathie. Menschen fühlen besonders stark, wenn sie aufeinander angewiesen sind. Wenn diese Abhängigkeit wegfällt, verliert Empathie ihren funktionalen Wert. Das Gehirn fragt nicht, was ist richtig, es fragt, was ist nützlich. Und in Machtpositionen ist Empathie oft nicht nützlich. Ein weiterer zentraler Mechanismus die emotionale Entkopplung. Menschen mit Macht lernen oft unbewusst, Gefühle zu filtern. Nicht all Gefühle. Nur die Entscheidungsfähigkeit die Rennen, Mitgefühl verlangsamt, Zweifel verlangsamt, Schuld verlangsamt, Macht belohnt Geschwindigkeit, entscheiden, durchsetzen, weitergehen. Empathie wird dabei zum Hindernis. Nicht, weil sie falsch ist, sondern weil sie bremst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die neuropsychologische Wirkung von Macht. Studien zeigen, dass Macht das Gehirn verändert. Menschen in Machtpositionen nehmen weniger viel wahr, weil andere sich fühlen. Nicht aus Absicht, sondern weil ihr Gehirn darauf trainiert ist. Empathie ist ein Muskel, und Macht führt oft zu dessen Abo. Je weniger Rückmeldung jemand erhält, desto weniger korrekt hat sein Verhalten. Und je weniger korrekter, desto stärker das Gefühl, ich liege richtig. Ein weiterer entstehender Faktor ist Angst vor Kontrollverlust. Empathie bedeutet, den anderen ernst zu nehmen. Sein Perspektiv kann Entscheidungen in Frage stellen. Macht hingegen stabilisiert das eigene Weltbild. Ich weiß es besser. Ich sehe das Großganz. Gefühle sind zweitrangig. Dies ist vor innerer Unsicherheit. Denn Empathie sucht zur Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist unbequem. Besonders für Menschen, deren Selbstwert und Dominanz gekoppelt ist. Ein weiterer Aspekt ist die Verbindung zwischen Macht und Identität. Für manche Menschen ist Macht nicht etwas, das sie haben, sondern etwas, das sie sind. Wenn Macht Teil der Identität wird,
wird Empathie sehr bedrohung. Denn Empathie relativiert. Sie stellt gleichwertigkeit her. An gleichwertigkeit integrabitier Berligenheit. Deshalb wird Empathie nicht nur ignoriert, sondern aktiv abgewertet. Als negativ, als schuld, als unprofessionalit. Nicht, weil sie unwahr ist, sondern weil sie destabilisiert. Ein weiterer zentraler Punkt ist instrumentelle Empathie. Wir Menschen glauben, Menschen hatten keine Empathie. Das stimmt nicht. Sie haben selective Empathie. Sie verstehen sehr viel, aber sie fühlen sie nicht mit. Empathie wird sehr Technik, zum Werkzeug, nicht sehr Verbindung. Das ist besonders gefährlich, denn emotionale Intelligenz und Mitgefühl am Glit Manipulation. Wer weiß, was an dir fühlen, aber es nicht selbst fühlt, kann gezielt lenken. Hier verschmelzen Macht an Psychologie. Nicht destruktiv aus Bullshit, sondern aus Effizienz. Ein weiterer Punkt ist gesellschaftliche Belohnung. Macht wird belohnt. Empathie oft nicht. Menschen mit Durchsetzungskraft wurden befördert. Menschen mit Mitgefühl wurden begangen. Diese Erfahrung prägt sie lot. Empathie kostet. Macht zahlt sich aus. Und das Gehirn passt sich im Belohnungssystem an, nicht moralisch. Functional. So entsteht ein Kreislauf, in dem Macht wirst erklärt und Empathie weiter werden wird. Macht wirkt nicht nur nach ein. Sie verändert das in ihr Leben. Je mehr Macht ein Mensch empfindet, desto weniger notwendig erscheint ihm Empathie. Psychologisch liegt das an einer Verschiebung der Wahrnehmung. Macht reduziert Abhängigkeit, und Abhängigkeit ist der Zentralmotor von Empathie. Menschen fühlen besonders stark, wenn sie aufeinander angewiesen sind. Wenn dies Abhängigkeit wegfällt, verliert Empathie ihren funktionellen Wert. Das Gehirn fragt nicht, was ist richtig. Es fragt, was ist nützlich? An den Machtpositionen ist Empathie oft nicht nützlich. Ein weiterer zentraler Mechanismus ist emotionale Entkopplung. Menschen mit Macht lernen oft unbewusst, Gefahr zu filtern. Die Entscheidungsverfahren hicke Historien Mitgefühl verlangsamt, so wie viel verlangsamt, belohnt, Geschwindigkeit. Entscheiden, durchsetzen, weitergehen. Empathie wird dabei zum Hindernis. Nicht, weil sie falsch ist, sondern weil sie bremst. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die neuropsychologische Wirkung von Macht. Studien zeigen, dass Macht das Gehirn verändert. Menschen in Machtpositionen nehmen weniger viel wahr, weil an der sich verfühlen. Nicht aus Absicht, sondern weil ihr Gehirn weniger darauf trainiert ist. Empathie ist ein Muskel. An Macht hört auf zu dessen Abbau. Je weniger Meldung jemand erhält, desto weniger Charakter hat sein Verhalten. Und je weniger Charakter, desto stärker das Verhalten liegt richtig. Ein weiterer entscheidender Faktor ist Angst vor Kontrollverlust. Empathie bedeutet, den anderen ernst zu nehmen. Sein Perspektiv kann Entscheidungen in Frage stellen. Macht hingegen stabilisiert das eigene Weltbild. Ich weiß es besser. Ich sehe des Großgans. Gefühle sind zweitrangig. Dies ist zu Titeln vor innerer Unsicherheit. Denn Empathie zwingt zur Selbstreflexion. Und Selbstreflexion ist unbequem. Besonders für Menschen, deren Selbstwert und Dominanz gekoppelt ist. Ein weiterer Aspekt ist die Verbindung zwischen Macht und Identität. Für manche Menschen ist Macht nicht etwas, das sie haben, sondern etwas, das sie sind. Wenn Macht Teil der Identität wird Empathie sehr bedrohung. Denn Empathie relativiert. Sie stellt Gleichwertigkeit her. Und Gleichwertigkeit untergräbt Berligenheit. Deshalb wird Empathie nicht nur ignoriert, sondern aktiv abgewertet, als negativ, als Schauche, als Unprofessionalität. Nicht weil sie unwahr ist, sondern weil sie destabilisiert. Ein weiterer zentraler Punkt ist instrumentelle Empathie. Viele Menschen glauben, Menschen hätten keine Empathie. Das stimmt nicht. Sie haben selective Empathie. Sie verstehen Gefühle, aber sie fühlen sie nicht mit. Empathie wird zur Technik, zum Werkzeug, nicht zur Verbindung. Das ist besonders gefährlich. Denn emotionale Intelligenz und Mitgefühl Glit Manipulation. Weil was andere fühlen, aber es nicht selbst verfühlt, kann gezielt lenken. Hier verschmelzen Macht und Psychologie. Nicht destruktiv aus Bullshit, sondern aus Effizienz. Ein weiterer Punkt ist gesellschaftliche Belohnung. Macht wird belohnt. Empathie oft nicht. Menschen mit Durchsetzungskraft wurden befördert. Menschen mit Mitgefühl wurden übergangen. Diese Erfahrung projectiert. Sie lernt Empathie kostet.
Macht zahlt sich aus. Und das Gehirn passt sich an Belohnungssystemen. Nicht moralisch, functional. So, instead increase love, in dem Macht wirst erklärt und Empathie weiter in Word.